Ich begrüße Sie, Frau Dr. Susanne Wasem-Reiner, recht herzlich zum Interview im Rahmen des 76. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Mein Name ist Mira Schneider und ich mache seit September mein freiwilliges soziales Jahr Kultur in der Gedenkstätte. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Susanne Wasem-Reiner. Ich bin zurzeit Botschafterin, deutsche Botschafterin in Tel Aviv, an der Deutschen Botschaft in Tel Aviv und arbeite seit jetzt 30 Jahren für das Auswärtige Amt. Wann haben Sie sich das erste Mal mit dem Holocaust auseinandergesetzt und haben Sie einen persönlichen oder familiären Bezug? Ich kann mich nicht an ein präzises Ereignis in meinem Leben erinnern, an dem ich zum ersten Mal mit dem Holocaust in Berührung gekommen bin. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich glaube, mein gesamtes Leben lang mir dieser deutschen Geschichte bewusst bin und dass das wahrscheinlich muss es von der Schule oder vom Elternhaus gekommen sein, mich auch mein ganzes erwachsenes Leben lang mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Sie haben ja eben schon den Bereich der Schule angesprochen. In Deutschland ist der Besuch eines NS-Doku-Zentrums oder einer Gedenkstätte auch heute noch nicht selbstverständlich im Schulalltag integriert. Mit dem Nationalsozialismus und der Shoah wird sich meist nur in einem kurzen Zeitraum der Oberstufe im Geschichtsunterricht beschäftigt. Wie findet diese Auseinandersetzung in israelischen Schulen statt und was kann das deutsche Schulsystem davon lernen? Es ist, glaube ich, weiterhin ein großer Unterschied in der Tat, wie die Erinnerung an die Shoah im deutschen Schulsystem und im israelischen Schulsystem stattfindet. Die Shoah ist natürlich der zentrale Referenzpunkt und des Selbstverständnisses und der nationalen Erinnerungskultur in Israel. 1/3 des jüdischen Volkes ist während des Zweiten Weltkrieges irgendwie an den Folgen der Nazi-Politik gestorben, ermordet worden und gestorben. Die Erinnerung an die Shoah im israelischen Schulunterricht hat verschiedene inhaltliche Phasen durchlaufen. Aber heute ist die Shoah allgegenwärtig und alle Schüler fahren, wie Sie gesagt haben, wenn sie in der 10., 11. Klasse sind, einmal nach Auschwitz. Vielleicht ist noch stärker als dieser Schulunterricht, jedenfalls ich empfinde das immer wahnsinnig stark, diese Gedenksirene, die Sie vielleicht kennen, die es in Israel gibt, am Yom HaShoah. Das ist dieses Aufheulen der Sirene für 1 oder 2 Minuten, eine Sirene, die das ganze Land überflutet und zum Stillstand bringt. Das ist etwas, wo man auch heute noch 76 Jahre nach der Befreiung von Konzentrationslagern den Atem anhält. Also das ist so stark, dass also man sich dieser Mahnung und Erinnerung wirklich niemand entziehen kann. Also ich als Ausländerin, als Deutsche, die hier in Israel ist und die das schon viele, viele Male erlebt habe, kann mich diesem irgendwie erschütternden Ereignis weiterhin nicht entziehen. Wie findet die Erinnerung und das Gedenken in anderen Bereichen der israelischen Gesellschaft statt? Es ist sehr, sehr stark. Es gibt unendlich viele Erinnerungsorte und es gibt in Israel etwas, was wir in Deutschland natürlich nicht haben. Das ist das Geschenk von Überlebenden und Zeugen, Zeitzeugen des Holocaust, die in den verschiedensten Formaten, in Gedenkstätten, aber auch in privaten Räumlichkeiten für also ein bisschen öffentliche Ereignisse sprechen können und die mit ihrer Emotion und mit ihrem Leiden ein ganz, ganz starkes Erlebnis auch für unsere Generation heute schaffen können. Das heißt, dass dieses Unmittelbare, was Überlebende des Holocaust durch ihr Zeugnis schaffen können, das wirkt in Israel sehr stark. Und dann gibt es in Israel diese große nationale Gedenkstätte, die eine Institution ist, die weltweite Bedeutung hat, Yad Vashem, die ein sehr, sehr breites Spektrum auch hat, jenseits aller der vielen einzelnen Gedenkstätten, um auch mit
großen wissenschaftlichen, höchsten wissenschaftlichen Anspruch, die Forschung des Holocausts öffentlich zu machen, aber auch in Ereignissen verständlich zu machen. Also das ist ja so, dass diese Zahl 6 Millionen ermordete Menschen, die ist einfach so gewaltig, dass man das nicht verstehen kann. Aber jeder Einzelne, von dessen Schicksal man da erfährt, jeder einzelne Überlebende oder jedes einzelne Schicksal, was einem erläutert wird, macht das verständlich, bringt das aus dieser Abstraktion in die Möglichkeit für uns, das Mitleid zu haben, zu verstehen, nachzuempfinden. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig und das findet hier im Land sehr viel statt. Hier in Deutschland gibt es zahlreiche einzelne Gedenkstätten, Dokuzentren und Museen, die sich alle verschiedenen Bereichen des Nationalsozialismus, zur Shoah und des Holocaust widmen. Wie schätzen Sie die Erinnerungskultur in Deutschland und deren Rolle weltweit ein? Die Erinnerungskultur in Deutschland, die hat sich über Jahre dahin entwickelt, wie sie heute besteht. Also wie Sie wissen, war das nicht sofort nach dem Ende der Shoah, dass eine Aufarbeitung stattfinden konnte. Vielleicht muss man da auch Verständnis dafür haben, dass das so war. Aber ich glaube, dass das heute wo man sagen kann, dass die Erinnerung an die Shoah ja ein Teil der deutschen Identität geworden ist und die überwältigende Mehrheit der Deutschen das positiv will, eine solche Erinnerungskultur und die Verantwortung, die historische Verantwortung Deutschlands für die Shoah nicht in Zweifel gezogen wird von einer überwältigenden Mehrheit der Menschen. Natürlich gibt es diese vielen, vielen gefährlichen Einzelgänger oder Gruppierungen oder auch Bewegungen, die sich da widersetzen. Dass das etwas ist, was für uns essentiell war, das für die Rückkehr von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in die Gemeinschaft zivilisierter Staaten ein sine qua non war und das eben auch für künftige Generationen von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, dass das von anderen Staaten auch in gewisser Weise positiv gesehen wird. Also insbesondere von unseren Nachbarstaaten und Partnern in der Europäischen Union. Ich glaube, dass für die ist diese Auseinandersetzung mit der Geschichte, wie sie das große Deutschland betreibt, das große im Sinne von geografisch und wirtschaftlich mächtig, dass das auch etwas ist, was positiv die Beziehungen innerhalb der Europäischen Union gestaltet, dass unsere Beziehungen zu Frankreich möglich gemacht haben, wie sie heute sind. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele Aspekte, diese Erinnerungskultur. Und ich glaube, sie ist unbedingt notwendig. Dass wir in Deutschland so viele Gedenkstätten haben, das ist wichtig, weil diese Gedenkstätten ja an authentischen Orten stattfinden. Also Sie in Sachsenhausen. Was kann eindringlicher die Geschichte zeigen, als wenn man in Sachsenhausen ist und das sieht und spürt, was da geschehen ist. Das sind sehr viele dezentrale Orte der Information, ob man das bei uns anders machen muss in Deutschland, eben auch zum Beispiel die Diskussion um die Notwendigkeit einer zentralen Gedenkstätte. Ich bin da ein bisschen zögerlich. Ich denke, dass das sehr, sehr stark ist, diese dezentralen Orte zu entwickeln, als Erinnerungsorte zu erhalten und die Informationen, die mit diesen Orten verbunden sind, weiterzugeben. Ich glaube nicht, dass wir zum Nachteil dieser Orte etwas Zentrales schaffen sollten. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel, dass es Sachsenhausen gibt. Wenn man da einmal war, dann vergisst man das ja nie mehr. Vielleicht ist das für ein Museum oder was man sonst vielleicht dann schaffen würde, etwas anderes. Also Über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Holocaust-Erinnerung bald ohne ZeitzeugInnen auskommen müssen. Wie könnte Ihrer Meinung nach das Gedenken in den nächsten Jahren gestaltet werden?
Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass, das Verschwinden von Zeitzeugen und Überlebenden die Erinnerung ganz anders gestalten wird. Was die Zeitzeugen und Überlebenden erreichen, ist unendlich viel, nämlich die Emotion dafür zu schaffen, was ein einzelner Mensch tatsächlich erlitten hat. Das heißt, wir müssen neue Formen der Erinnerungskultur finden, in neue Kommunikationsformen, neue Ausdrucksmittel, mit denen das Zwischenmenschliche möglich bleibt. Ich glaube, dass es dafür viele Formen gibt, also dass es auch Literatur oder Film oder Kunst, dass das Ausdrucksformen sind, mit der man das Leid des Holocaust für unsere Generation und die nachfolgenden Generationen verständlich machen kann. Was ich aber auch glaube, was ganz wichtig ist, was wir uns sagen müssen, ist, dass jede Generation die Verpflichtung hat, neu die Form der Erinnerung zu finden, die für sie passt. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht ein für alle Mal jetzt sagen können, also so macht man das und dann bleibt das so. Nein, wir haben für meine Generation das gefunden, wir haben es vielleicht sogar für ihre jüngere Generation gefunden, aber jetzt müssen sie dafür sorgen, dass auch künftige Generationen, dass wir da Ausdrucksformen finden, womit sie das völlig Unverständliche nachvollziehen können. Dass das nicht abstrakt ist, das ist ganz wichtig, glaube ich, sondern dass man es versteht. Und dass wir das machen, der Zweck dessen ist tatsächlich ein bisschen zusammengefasst mit dem Aufruf nie wieder. Der Holocaust konnte passieren und weil das so ist, können wir nicht absolut sicher sein, dass es nie wieder passiert. Es ist etwas völlig Unverständliches passiert, aber es ist passiert. Und ständig sich dessen bewusst zu sein und Lehren daraus zu ziehen, was darf nicht wieder so weit kommen wie damals, das ist, glaube ich, auch ein Zweck der Erinnerung. Der Zweck der Erinnerung ist, die Opfer zu ehren, das ist selbstverständlich. Aber der Zweck der Erinnerung ist auch, uns selbst vor uns zu schützen und die nachfolgenden Generationen. Der Großteil der deutschen Gesellschaft betrachtet den Nationalsozialismus als einen isolierten und abgeschlossenen Teil der Geschichte und blendet die Vorgeschichte sowie das Nachwirken der Shoah aus. So protestierten in ganz Deutschland Menschen gegen aktuelle Corona-Maßnahmen und die heterogene Bewegung grenzt sich dabei nicht von rechtsextremen Äußerungen und Holocaust-Relativierung ab. Bei den Demonstrationen wurden zum Beispiel Davidsterne mit der Aufschrift ungeimpft oder Schilder mit der Aufschrift Maske macht frei als Mittel zur Polarisierung eingesetzt. Welchen Umgang wünschen Sie sich mit der Erstärkung des Antisemitismus in unserer Gesellschaft? Ich finde, das ist absolut widerlich. Es gibt hier keine Schwelle, die niedrig genug ist. Wir müssen da absolut konsequent gegen vorgehen, mit allen uns möglichen Mitteln. Also da ist das Mittel der Strafbarkeit, wenn es eine bestimmte Schwelle überschritten hat, also ein Aufhetzen. Aber es ist auch wirklich, dass wir mit allen Mitteln, die wir haben, gegen eine solche Verbreitung im Internet vorgehen müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Art von widerlichen Äußerungen ein Angriff auf unsere freie Demokratie ist. Deswegen, also es ist einfach vollkommen inakzeptabel, dass eine freie liberale Gesellschaft solche Art von widerlichen, falschen Äußerungen zulässt. Es ist ein großer Auftrag der Erziehung und ich hoffe immer so sehr, dass solche Initiativen wie Ihre hier auch hilft, um dagegen vorzugehen. Also es gibt keine Schwelle. Das Internet muss genauso
solche Äußerungen müssen dort genauso ausgeschlossen werden wie im wirklichen Leben. Und es hat was mit unserer liberalen Demokratie zu tun, dass es nicht akzeptabel ist. Welche Verantwortung trägt hier die Politik und in welchen Bereichen könnte bzw. muss diese aktiv werden? Die Politik trägt natürlich eine große Verantwortung, aber auch die Zivilgesellschaft trägt eine große Verantwortung. Demokratien brauchen mündige Bürger. Und wie kann das sein, dass in einem Land, was historisch verantwortlich für die Shoah ist, der Antisemitismus nicht verschwindet? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man solche mittelalterlichen Geschichten wie also das, was Sie da geschildert haben, dass die Pandemie etwas mit einer religiösen Gruppe oder einer Gruppe von Menschen zu tun hat. Wie kann das sein, dass das heute immer noch existiert? Es ist eine unbegrenzte Wachsamkeit, die wir da brauchen, um unsere Gesellschaft zu schützen vor so etwas. Die populistischen Bewegungen, diese Fake-News-Kultur, die natürlich auch mitbefördert wird durch Social Media, die dürfen solche Äußerungen nicht zulassen. Wir müssen uns davor schützen. Und wie kann das nie wieder stärker in der Gesellschaft verankert werden? Erziehung, Verantwortungsbewusstsein. Und wie schätzen Sie die Rolle der Jugend diesbezüglich ein? Ja, ganz, ganz groß. Ich fühle mich jeden Tag verpflichtet, den Stab für diese Verantwortung jungen Menschen weiterzugeben. Das Leben, wie wir es im Moment in Deutschland kennen, mit einer freien Demokratie, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, dass das so ist, das ist nicht so selbstverständlich wie die Luft, die wir atmen jeden Tag, sondern das gibt es nur, wenn wir uns jeden Tag von frühmorgens bis spät abends dafür einsetzen, dass das so ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die junge Generation sich dessen bewusst wird. Das ist nicht etwas, was man einfach nur genießen kann. Das ist etwas, was man unbedingt genießen muss und wo man glücklich sein muss, wenn man das hat, aber wofür man leider auch jeden Tag erneut arbeiten muss. Haben Sie eine Botschaft oder einen Ratschlag speziell an die Jugend und zukünftige Generationen? Ja, ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass die furchtbare Geschichte, die wir geschrieben haben, dass das der jungen Generation bewusst ist und dass sie die Lehren, die man daraus ziehen muss, nämlich der Stolz darüber, dass eine Gesellschaft Menschenrechte achtet, dass es ein Rechtsstaatssystem ist, dass man Minderheiten schützt, dass jeder Mensch, egal welcher Religion und welcher Lebensweise er sich verschrieben hat, dass man ihm die Würde gibt, das so zu leben, auch sichtbar zu leben, dass wir eine solche Gesellschaft schützen müssen, dass das die junge Generation tut. Und ich glaube, nur das ist lebenswert. Ich glaube, das macht eine lebendige, lebenswerte Gesellschaft aus. Und je mehr Meinungen es gibt, desto besser. Und ich hoffe, dass die Werte, auf denen Europa gebaut ist, nämlich das waren wirklich zu verhindern, dass sich so etwas wie die Shoah wieder ereignet, ein Zweiter Weltkrieg sich wiederholt, dass diese Werte als aktuelle Werte von der Jugend von heute aktiv gesehen werden und dass es eine aktive Bereitschaft gibt, diese Werte zu schützen und zu verteidigen. Das würde ich mir wünschen. Und als abschließende Frage, welches Buch würden Sie diesen empfehlen, um sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen? Wow. Mich selbst haben, seit ich sie gelesen habe, nie verlassen die Bücher von
Primo Levi, also Ist das ein Mensch? Oder Elie Wiesel, Die Nacht. Die Bücher von Jean Amery, alle von Imre Kortész. Aber es gibt auch die Bücher über das Exil zum Beispiel. Also da ist Georges Arthur Goldschmidt in Frankreich, der Bücher über das Exil geschrieben hat. Ich habe in einer Rezension in diesen Tagen von einem Buch gelesen, das über den Holocaust-Überlebenden, der 2018 in Deutschland gestorben ist, Noah Krieger. Das muss ein fantastisches Buch sein und das ist ein Überlebender, der den Holocaust erlebt hat und dann aber Jahrzehnte mit dazu beigetragen hat, eine Erinnerungskultur zu prägen. Ich glaube, das sind alles ganz wichtige Bücher. Wenn man nur eines von denen liest, also ich weiß nicht, wie man, wenn man Primo Levi, Ist das ein Mensch, gelesen hat, wie man die Shoah leicht nehmen kann. Ja, dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für diese wichtige Reihe, der ich viele, viele Follower und Seher wünsche, Hörer und Seher. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.